Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis und vor allem alles zugunsten deiner Gesundheit. Dieses Märchen erzählen uns die Hersteller von Ozempic, Wegovy, Mounjaro und anderen GLP-1-Präparaten. Und sie verdienen weiterhin Milliarden und wachsen an der Börse. In meinem Ultimate Guide zu Ozempic habe ich erklärt, wie diese ursprünglich für Diabetes entwickelten GLP-1-Medikamente die Abnehmindustrie erobert haben und welche Konsequenzen all jene erwarten, die davon träumen, ihren Traumkörper mit Pillen oder Spritzen zu erreichen. Absolute Ignoranz und Wunschdenken. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, also mein Ultimate Guide, schau dir nach diesem Video unbedingt mein Ultimate Guide zu Wegovy, Mounjaro und Ozempic an. Daraufhin wurde mir in den Kommentaren geschrieben: Nikita, du bist einfach nur neidisch, du hast Angst, dass die Leute ihren Traumkörper ohne große Anstrengung erreichen können. Neidisch worauf genau? Auf Nebenwirkungen wie bei einer Chemotherapie, auf ein eingefallenes Gesicht oder auf den Verlust von purer Muskelmasse? Da gibt es nichts zu beneiden. Ich habe lediglich gewarnt, dass ein schnelles Ergebnis hin zu einem schönen und gesunden Körper ohne harte Arbeit eine Marketingfalle ist, die deinen Organismus zerstört. Viel verlangen, aber nichts dafür tun. Das ist oftmals nur Träumerei. Heute werde ich dir nicht nur weitere Insights zu Ozempic und Co. mitgeben, ich zeige dir auch, warum meine Prognosen sich vollständig bestätigt haben. Ständige Erwähnungen auf Instagram, TikTok und Werbung sogar von Profisportlern wie zum Beispiel Serena Williams hatten ihre potente Auswirkung. Eine aktuelle Studie der Rand Corporation zeigt, dass fast 12% der erwachsenen Amerikaner mindestens einmal GLP-1-Präparate eingenommen haben, obwohl das Thema gerade erst frisch ist. Das sind Millionen von Menschen, die sich allmählich an die Wundertablette gewöhnen. Das Interessanteste an dieser Studie sind jedoch die Konsequenzen, mit denen die Konsumenten von Ozempic und Co. konfrontiert werden. 52% erlebten Übelkeit, 34% litten an Durchfall, das heißt der Minimalpreis für ein schnelles Ergebnis in fetten Anführungszeichen, weil das Ergebnis ist nicht nur verlorenes Fett, sondern auch mühselig synthetisierte Muskelmasse, sind permanente Magen-Darm-Trakt-Probleme. Damit sind sie noch glimpflich davongekommen. Gleichzeitig berichtet The Times, dass in Großbritannien über 1,5 Millionen Menschen injizierbare Medikamente zur Gewichtsabnahme verwenden, darunter Mounjaro und Wegovy. Ihre Zahl wächst, wobei die Bestellungen meist über Online-Apotheken ohne persönliche ärztliche Beratung erfolgen. Die Menschen gewöhnen sich massenhaft an Medikamente mit schweren Nebenwirkungen, was einmal mehr das Ausmaß der Katastrophe verdeutlicht. Zumal Diabetiker, die diese Medikamente wirklich benötigen, das sind eigentlich Medikamente für Diabetiker, nicht zur Gewichtsabnahme. Die kriegen die notwendige Behandlung nicht mehr, weil es einfach nicht vorhanden ist, weil jeder Zweite, wie gesagt 1,5 Millionen Menschen, das Ganze benutzen, um ein paar Kilo für den Sommer abzunehmen. Das ist wie in der Erzählung Der Mantel von Nikolai Gogol. In Gogols Erzählung geht es um einen armen Beamten namens Akaki Akakijewitsch, der sich jahrelang abrackert, um endlich genug Geld zu sparen, um sich einen neuen Mantel zu kaufen. Der Mantel steht dabei symbolisch für Würde, Anerkennung, Respekt und das Gefühl, endlich jemand zu sein. Als er den Mantel schlussendlich bekommt, verändert sich sein Leben. Plötzlich wird er beachtet, respektiert und fühlt sich wie neu geboren. Wie eine Neugeburt durch diesen Mantel. Doch die Illusion währt nur kurz. Der Mantel wird ihm gestohlen. Akaki Akakijewitsch verliert damit nicht nur ein Kleidungsstück, sondern all seine mühsam erkaufte Hoffnung. Kurz darauf stirbt er, entkräftet, enttäuscht und innerlich leer. Was Gogol hier zeigt, ist eine bittere Wahrheit über menschliche Sehnsüchte. Wir glauben oft, dass ein äußeres Objekt, ein Mantel, wie im Werk von Gogol, ein Medikament, wie hier bei Ozempic, Wegovy, Mounjaro, eine Wunderpille, eine Wunderspritze, unsere Probleme lösen und uns glücklich machen wird. Doch wenn diese Illusion verschwindet, bleibt am Ende nur Leere oder eben Probleme. Im Falle von Ozempic und anderen Präparaten ist der Preis, wie gesagt, deine Gesundheit. Ich sage immer wieder, auch allen meinen Klienten, wenn es um solche Themen geht, die Menschen glauben das, was ihnen komfortabel ist zu glauben. Dass eine Wunderspritze oder Wunderpille ihre Probleme lösen wird. Genau wie mit 1019 habe ich alle damals direkt ab dem ersten Tag gewarnt, habe Schritt für Schritt Anleitung gegeben, wie man mit der Situation richtig umgehen muss. Trotzdem wollten einige nicht hören. Genau wie hier, man warnt Menschen vor Leid und trotzdem meckern einige und sagen, ich wäre neidisch auf irgendetwas. Pure Ignoranz, und diese Ignoranz müssen die Menschen am Ende ausbaden. Für mich endet so eine Massenignoranz wie immer in der Vergangenheit sehr gut. Das sage ich jetzt zynisch. Ich weiß jetzt schon,
Ich habe meine Vorarbeit geleistet, wie man Probleme, die man durch Ozempic bekommen hat, wie man diese wieder minimieren und neutralisieren kann. Weil diese Fälle werden sich in Zukunft häufen und häufen und häufen. Wenn allein in Großbritannien 1,5 Millionen Menschen jetzt schon drauf sind, in Deutschland immer mehr jede Woche, in den USA gefühlt schon jeder Fünfte. Genauso wie ich das mit 10-19 gemacht habe, ich habe alles kommen sehen und ich habe gewusst, dass ich mich in Zukunft um Chronic Fatigue Syndrome, Herzprobleme, Probleme mit dem Immunsystem kümmern werden muss. Ich habe Hunderten, wahrscheinlich über 300 Menschen erfolgreich seit 10-19 bei CFS, also Chronic Fatigue Syndrome, geholfen. Deswegen müsste ich eigentlich froh sein, dass die Menschen so ignorant sind, denn an Arbeit wird es mir nie mangeln. Mein Job ist es jedoch, eine gute Sache zu tun. Und euch, auch wenn ich manche von euch nicht persönlich kenne oder manche neu eingeschaltet haben auf meinem Kanal, meine Sache ist es, eine gute Sache zu tun. Mein Insiderwissen über Biochemie und Medizin mit euch zu teilen, damit ihr keine Dummheiten macht. Und das mache ich alles for free und verlange gar nichts von euch. Wenn ihr am Ende immer noch Dummheiten macht, ich habe es versucht. Meine Stimme und Meinung ist in Stein gemeißelt und Leute können danach machen, was sie wollen. Alles, was mit Ozempic und Co. passiert gerade, habe ich schon im Jahr 2018 öffentlich erwähnt. Öffentlich auf meinem Instagram-Kanal habe ich das Thema biochemisch auseinandergenommen bis aufs kleinste Detail. Damals haben Leute von Ozempic noch nie was gehört. Und in diesem Jahr habe ich einen ganzen Ultimate Guide dazu gemacht. Und manche wollen immer noch nicht hören und lieber in ihrer Traumwelt leben. Doch das Schlimmste, wozu dieser ganze Hype führt, ist das Auftauchen unklarer Kopien und Fälschungen, die eine noch größere Gesundheitsgefahr darstellen. Beispielsweise warnt Harvard in einem Artikel, dass eine Vielzahl von GLP-1 Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Pillen, Pulvern oder sogar Pflastern auf dem Markt erscheint, die denselben Effekt wie die Injektion versprechen, aber einfache Anwendungen bieten. Schließlich ist die Einnahme der Pille oder das Auflösen eines Pulvers in Wasser viel einfacher als eine Injektion. Gleichzeitig von der Sicherheit der Anwendung solcher Ergänzungsmittel absolut keine Rede, wovon dieser Artikel uns warnt. Laut Bryn Austin, Professorin für Sozial- und Verhaltenswissenschaften an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, Professorin dort, wo ich diesen Sommer eingeladen wurde, kann die FDA keine strenge Vorabprüfung der Sicherheit und erst recht keine der Wirksamkeit verlangen, da diese Ergänzungsmittel gesetzlich keine Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten beanspruchen dürfen. Das heißt, die Leute sehen GLP-1 auf der Verpackung, fallen auf das Marketing herein und denken, Pille genommen und abgenommen, während sie in Wirklichkeit entweder kein Ergebnis erzielen oder Muskelverlust und enorme Magen-Darm-Probleme davontragen, weil sie zum Beispiel undeklarierte Zusätze oder andere Dosierungen haben. Das ist ganz klassisch auch bei ULAP-Steroiden. Wenn die Nachfrage auf dem Markt größer ist als das Angebot, was passiert dann? Ganz genau, Kriminelle beginnen das Ganze auszunutzen. Die FDA meldete einen Anstieg nicht registrierter und gefälschter GLP-1-Injektionen, bei denen Patienten gefälschte Präparate mit schweren Folgen erhielten. Das Beste, was einem Konsumenten von solchen Fälschungen passieren kann, ist, dass das Präparat wirkungslos ist, dass da nur zum Beispiel bakteriostatisches Wasser drin ist. Im schlimmsten Fall drohen kritische Gesundheitsprobleme. Eine Spritze und schon bist du bis zum Ende deines Lebens Stammgast in Krankenhäusern. Klingt eigentlich nicht so toll wie versprochen. Für Millionen von Menschen ist das jetzt schon Realität. Siehe 10-19 und jetzt halt die nächste Wunderspritze. Die jüngsten Nachrichten bestätigen genau das, was ich im Ultimate Guide besprochen habe. Was klinische Studien sagen. Semaglutid, also zum Beispiel Ozempic oder Wegovy, kann zu einer Gewichtsabnahme von ca. 15% innerhalb von 68 Wochen führen. Tirzepatid, also zum Beispiel Mounjaro, kann zu einer Gewichtsabnahme von ca. 20% innerhalb von 72 Wochen führen. Ein neues Forschungsergebnis im Journal Obesity zeigte jedoch, dass Patienten, die diese Medikamente außerhalb der Studienbedingungen einnahmen, nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. In der realen Welt beobachteten wir, dass die Gewichtsreduktion oder der Gewichtsverlust geringer war als das, was die in randomisierten, kontrollierten Studien gesehen haben, sagte der Studienautor Hamlet Ghassayan, Assistenzarzt für Medizin und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Nach einem Jahr betrug die durchschnittliche Gewichtsabnahme unter den Teilnehmern 7,7% für Semaglutid und 12,4% für Tirzepatid. Rund 10% Gewichtsverlust in einem Jahr. Du zerstörst deinen Magen-Darm-Trakt, deine Psyche und verlierst vor allem Muskulatur. Und darauf sollte ich neidisch sein? Ich erinnere dich daran, dass die Teilnehmer vom Nikki Bra Coaching Fett verlieren,
Muskeln aufbauen, ihre Immunabwehr stärken, ihre hormonelle Gesundheit und ihre psychische Gesundheit verbessern. Auf meinem YouTube-Kanal findest du Interviews darüber, welche Ergebnisse die Mitglieder der Nikki Bria-Familie erzielt haben. Nur biete ich keine Wundertabletten, Wunderspritzen, Wunderpulver. Ich gebe dir Wissen und Erfahrung an dir an, die es dir ermöglichen, an dir selbst zu arbeiten und Erfolge zu erzielen, das Ganze langfristig. Mein Coaching steht für die Arbeit an sich selbst und das Erreichen eines echten, nicht eines gefälschten Ergebnisses. Wenn du bereit bist, deine Transformation zu beginnen, klicke auf den Link in der Beschreibung, aber nur wenn du fleißig bist, denn von nichts kommt auch nichts. Und wenn wir über die psychologischen Effekte sprechen, abgesehen von der Abhängigkeit, denn ohne ständige Einnahme des Präparats fällst du einfach in deine ursprüngliche Form zurück oder sogar noch schlechter als vorher, weil nun zusätzliche Probleme auftauchen. Dann sagt die International Associations for Physicians and Aesthetic Medicine in ihrer Studie, dass GLP-1 zu folgendem führt: suizidales Verhalten und Depression, Reizbarkeit, verminderte Freude, also Anhedonie. Ärzte äußern die Befürchtung, dass diese Medikamente, indem sie auf die Belohnungszentren einwirken, nicht nur das Verlangen nach Essen abschwächen können, sondern auch das Gefühl der Freude an normalen, angenehmen Aktivitäten, zum Beispiel Training, soziale Kontakte, Arbeit, Hobbys, Sex. Wenn du das Video von mir, wie soziale Netzwerke unser dopaminerge System gehackt haben, noch nicht gesehen hast, klicke darauf in der Beschreibung, um es anzusehen. Aber kurz gesagt, GLP-1, genau wie Drogen und die bei vielen beliebten Lootboxen aus CS oder Fortnite, stumpfen das dopaminerge System ab, wodurch der Mensch aufhört, Freude zu empfinden. Während Social Media den Schaden direkt auf die Gehirnchemie anrichtet, richten GLP-Antagonisten den Schaden direkt im Darmtrakt an. Und der Darmtrakt ist auf dem direkten Wege mit unserem zentralen Nervensystem verbunden. Daher diese Probleme. In einem Artikel für das Philadelphia College of Osteopathic Medicine erklärte Professor Matthew L. Holt, dass Studien gezeigt hätten, dass Patienten nach Absetzen des Medikaments zur Gewichtsabnahme in der Regel 2/3 des verlorenen Gewichts innerhalb eines Jahres wieder zunehmen. Dies liege daran, dass die Patienten nach Beendigung der Einnahme der GLP-1-Präparate nicht mehr so schnell satt werden, der häufige Hunger und das frühere Verlangen nach Essen zurückkehren. Dies wird auch durch viele Prominente bestätigt, die zu ihrem früheren Gewicht zurückgekehrt sind, obwohl sie vorher sehr viel Werbung dafür gemacht haben. Deshalb stelle ich noch einmal die Frage, soll man darauf neidisch sein? Denn hier kommt der Hauptgrund zum Vorschein, warum diese Medikamente ineffektiv sind. Der Mensch erzielt nur einen vorübergehenden Effekt, löst aber nicht die Wurzel des Problems, seine Ernährung und seine Gewohnheiten. Es ist ein Medikament für Diabetiker und auch Diabetiker in Spezialsituationen, nicht alle Diabetiker. Bestimmte Blutmarker müssen vorliegen, bestimmte Trends im Blut müssen vorliegen, dass man zu GLP-1-Präparaten greift. Genau wie im Film Matrix, einer meiner Lieblingsfilme. Du kannst die blaue Pille wählen, das ist die Einnahme der GLP-1-Präparate. Das ist der leichte Weg, der es dir erlaubt, ohne große Anstrengung abzunehmen. Du musst lediglich Nebenwirkungen wie bei einer Chemotherapie ertragen, aber das ist doch besser als Disziplin und Sport, oder? Später wirst du dann mit der realen Wahrheit über deine Essgewohnheiten, emotionales Überessen und einen ungesunden Lebensstil konfrontiert. Oder du willst die rote Pille, den schwierigeren, aber langfristigen Weg. Deine Entscheidung, deine Einstellung zum Essen zu ändern, was ständige Anstrengung erfordert, sich aber offensichtlich wirklich lohnt, sowie der Kampf um die Realität außerhalb der Matrix. Im Journal Infodemiology wurde eine Studie veröffentlicht, die sehr interessant ist, die etwa 60.000 Nutzerbewertungen auf Facebook analysiert hat. Am häufigsten beschweren sich die Menschen über Übelkeit und Erbrechen, Depressionen und Angstzustände, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Haarausfall, Gallenblasenprobleme und Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Hier gibt es also das volle Programm. Davon wird dir ein Blogger auf TikTok wohl kaum erzählen. Hier sind übrigens ein paar Videos mit realen Erfahrungsberichten von genau dort. I just left the doctor's office. I went to get a checkup because I've been off of Ozempic for 2 months now, and I just wanted to see if my body was in better condition, if there were any permanent damages. Kind of in shock right now because I wasn't expecting this, but I guess Ozempic can cause bone density loss, and I didn't think that that would happen to me because I was only on it for a year, but I have significant bone loss. I have osteoporosis and osteopenia, so that I don't know, there's like several of them that I have. I wasn't expecting that. But that's what happens if you use Ozempic for weight loss and you lose too much weight. I was only on Ozempic for about 4 months when I ended up in the ICU, an intensive care unit, for 10 days. I nearly died.
Ashley suffered what's now emerging as a serious concern, a severe gastrointestinal reaction to the drug. The doctors told me it was what they call a perfect storm. The side effects of the Ozempic gave me pancreatitis. The pancreatitis caused me to vomit uncontrollably. I actually remember one of the ER doctors telling me that he roped in every specialist that he could so that he could try to save my life. Despite her near-death experience, Ozempic had been doing what it's become famous for. Ashley was losing the kilos. But when she stopped taking the drug and returned home from hospital, she quickly put weight back on. What she did next was confounding. I'm quite ashamed of this. At one point, I actually went back on Ozempic because I hated how much weight I had regained. And my doctors gave it to me. They said, okay, well, we're going to monitor you more closely this time. And after 2 months, I had pancreatitis again. It made me realize, like, okay, this medication is harmful. Knochenschwund, Pankreatitis mit unkontrollierbarem Erbrechen, eine hervorragende Methode, um abzunehmen, nicht wahr? Du nimmst Knochendichte ab, du nimmst Muskulatur ab. Wenn Ozempic-Benutzer dort abnehmen wollen, Muskeln und Knochen, dann ist das die richtige Wahl. Und jetzt entwickelt sich das Ganze zu einer riesigen finanziellen Katastrophe für den Hersteller. Bis August 2025 wurden in den USA bereits über 2100 individuelle Klagen gegen den Hersteller von Ozempic eingereicht, mit einem geschätzten Gesamtschaden von über 2 Milliarden $. Das ist nicht nur ein bisschen Übelkeit. Die Menschen, die das Unternehmen vor Gericht bringen, behaupten, dass der Hersteller die Risiken heruntergespielt hat und nun mit irreversiblen Folgen konfrontiert sind. Verlust des Sehvermögens, Erblindung, akutes Nierenversagen, Darmverschluss, enorme Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Für Klagen wegen Erblindung fordern Anwälte über $1 Million Entschädigung. Und die negativen Folgen dieser sogenannten Wundermittel beschränken sich nicht nur auf die Konsumenten selbst, sondern sie gefährden das gesamte Gesundheitssystem. Ozempic, Wegovy, Mounjaro und andere GLP-1-Präparate beeinflussen auch medizinische Untersuchungen negativ. Auf dem Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine wurde eine neue, sehr interessante Studie vorgestellt, dass diese extrem populären Medikamente auch die Ergebnisse kritisch wichtiger medizinischer Scans verfälschen können, was Ärzte daran hindert, ernste und sogar tödliche Krankheiten zu erkennen. Bei Patienten, die GLP-1-Präparate einnehmen, beobachten Ärzte ungewöhnliche Muster des radioaktiven Indikators FDG, das heißt Hotspots im Körper, die Anzeichen von Krebs maskieren oder gesundes Gewebe krankhaft erscheinen lassen können. Und all diese Studien und Nachrichten bestätigen meine Hauptthese aus dem Ultimate Guide, bestätigen ebenfalls meine Aussagen von 2018 und den Jahren danach. GLP-1-Präparate sind eine gefährliche Falle, die statt eines schnellen Ergebnisses deinen Organismus zerstört und die Wurzel des Problems gar nicht erst löst. Vor allem Übergewicht ist so ein triviales biochemisches Problem. Das ist kein Krebs. Wissen gebündelt mit Disziplin. So löst man Übergewicht, ohne Probleme. Ich hatte Transformationen, wo Menschen über 100 Kilo in einem Jahr verloren haben. Und das gesund und alles kontrolliert mit Blutbildern, ohne Stimulantien und Medikamente. Und das sind Extremfälle. Wenn jemand nur 5, 10, 15, 20, 25 Kilo gesund abnehmen will, das organisiere ich blind. Einfacher als das geht's gar nicht. Und manche nehmen eine Spritze, um 10 Kilo für den Sommer kurzzeitig abzunehmen. Und dann am Ende noch mehr Probleme langfristig zu bekommen. Das ist dumm, ignorant und lächerlich. Probleme gibt es bei Übergewicht viele, von hormonellen Ungleichgewichten bis hin zur Disziplin, ganz simpel. Und genau diese musst du lösen, anstatt dir ein magisches Medikament gegen Fett zu spritzen. Und die Blogger, die diese Präparate massenhaft bewerben, bestätigen lediglich den Dunning-Kruger-Effekt, benannt nach den Psychologen David Dunning und Justin Kruger. Dieser beschreibt, wie unqualifizierte Menschen dazu neigen, ihre Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich zu überschätzen, da ihnen die metakognitiven Fähigkeiten fehlen, um ihre eigene Kompetenz zu erkennen. Und so gewinnen diese Blogger, die nach ein paar Monaten irgendein Ergebnis erzielt haben, eine übertriebene Sicherheit in ihrem Wissen. Und mit so einer riesigen Sicherheit erzählen dir dann Blogger, die sich Experten nennen, wie sicher das Ganze ist. Genau wie damals bei C19. Nichts hat sich geändert und heute wieder. Ich hätte gedacht, dass Menschen denselben Fehler nicht zweimal innerhalb von so einer kurzen Zeit machen. Also schreib mir bitte in die Kommentare, was du dazu denkst. Bin ich wirklich neidisch oder siehst du das genauso wie ich, dass es ein riesiges Problem ist? Dass sich die Pharma dumm und dämlich an der Ignoranz und Unwissenheit der Leute verdienen. Wie immer, merkt dir eins, Prophylaxe ist günstiger als Therapie.